Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, wir sind zurück. Wir haben einen neuen Fall, der Gasmann. Unser erster Fall bei der Brandermittlung. Und ja, wir müssen jetzt weiter ermitteln. Wir fahren jetzt mal auf die Feuerwehrwache. 2 Brände. Beide Familien haben was gewonnen. Okay, komme ich da jetzt nicht hin zur Feuerwehrwache? Wo komme ich denn da hin? Dann fahre ich erstmal hier zur Bauförderung. Let me guess. You want to check out the suburban address? Great partners must think alike, Herschel. Ja, wir haben eine Theorie. Der Feuerwehrobermann hat auch eine Theorie zu den beiden Brandfällen. Beide Familien haben Reisen gewonnen. Beide Familien sollten nicht in der Stadt sein. Eine Familie musste kurzfristig absagen, weil der kleine Sohn krank geworden ist. Eine ganze Familie wurde ausradiert. Wir haben irgendwie jemanden festgenommen, der Brände mag. Ich glaube aber nicht, dass er das war. Ich bin mal gespannt. Wir fahren jetzt zu dieser Wohnbaugesellschaft. Noch nicht zur Feuerwehrwache, weil die haben wir noch nicht im Notizbuch eingetragen. Aber mal gucken. Wir überprüfen die Adresse dieser Wohnbauförderungsgesellschaft mal. Weil wir haben ja gerade erfahren, dass diese Losungen, Auslosungen, wer diese Trips gewinnt, diese Reisen gewinnt, nicht ganz grün sind. Von daher schauen wir uns das doch mal genauer an. Die Adresse überprüfen wir, wie Herschel es gerade gesagt hat. Wie gesagt, meine Theorie ist ganz klar, systematische Brandstiftung. Ob sich das bestätigt, ich hoffe nicht. Aber Zufall ist das nicht. So, und wir sind jetzt doch schon fast daher. Hier im Neubaugebiet haben die hier einen Sitz anscheinend. Elysian Fields Baustelle. Guten Tag. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the suburban redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut and you'll learn something about fires. Guck mal, das ist doch wirklich richtig verdächtig. Hier ist keine Wohnbaugesellschaft in der eingetragenen Adresse. Ja, dann fahren wir jetzt halt zur Feuerwehrwache. Schauen wir uns da mal genauer um. Oder hören wir uns an, was Lynch, diese Feuerwehrlegende, zu sagen hat. Bin ich mal sehr gespannt. Wir werden da auf jeden Fall genau zuhören, wenn er so gut sein soll. Und ich glaube da Herschel einfach mal. Weil er ist schon ein bisschen länger in dieser Abteilung als wir. Schauen wir uns das nochmal an. So, da sind wir auch schon gleich da. Also Herschel glaubt da immer noch nach ganz normalen Fällen und keinen Zusammenhang. Ich glaube da eher anderes. 11:45. We came as soon as we could. Keep talking. Someday you'll say something intelligent. Lynch. Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Okay. This the heater from the Sawyer fire, Al? Yes, it is. Insta Heat, Los Angeles, Kalifornien. Wartungsübersicht, Datum gewartet von und Unterschrift. Boiler von Farley. Looks like it was recently serviced. Reginald Farley. And it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light.
You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Okay. Und Gas. Stimmt. Dann haben wir einen Luftballon. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Das ist absolut korrekt. Aber der Bunsenbrenner muss daneben bleiben. Der Regler muss dahin. Good, your regulator's in position. Und da muss der Bunsenbrenner hin. Okay, I'll light your pilot and turn the gas on. You pull the lever on the left to turn on the gas. Ach du Scheiße. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Auf zur Instaheat-Fabrik. Swear, this town is going straight to hell. Interessantes Experiment, was wir da gerade haben. Meine Güte, wie viele Orte wir schon haben. The next fire. You should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. Oh ja, das sollten wir You wirklich know this tun. Chapman character? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Okay, da haben wir über den gerade gesprochen, den wir da festgenommen haben, den Verdächtigen. Das ist ein Chapman. Interessantes Experiment da gerade. Also, Albert Lynch glaubt auch an so eine Art Brandstiftung. Also wir haben das Experiment ja gerade gesehen, wie das die Profis anscheinend machen. Zumindest glaubt er nicht an Zufall oder Unglück. Und so viel Pech kann man auch nicht haben. Wie die beiden Familien. Und der Zusammenhang ist einfach zu groß. Von daher finde ich das auch eine gute Idee, dass wir jetzt zu InstaHeat fahren. Finde ich interessant. Damals hatten wir auch InstaHeat noch einen unserer ersten Fälle. War es sogar unser erster Fall hier mit dem Typen, wie hieß er denn nochmal? Black hieß er, ne? Der da abgehauen ist und seinen eigenen Mord vorgetäuscht hat. Und in seinem InstaHeat-Boiler da ein Rohr weggenommen hat. InstaHeat-Fabrik. Black hieß er, ne? Ja. Der seine Frau hintergehen wollte und seine andere Liebe mit seiner anderen Liebe durchbrennen wollte. 2:45 am Nachmittag, InstaHeat-Fabrik. Rein da und Fragen stellen. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasik. You should find him in his office. Okay. Ivan Rasik. Staff only. Ups. Tja, und so ist auch das Licht von uns auf die Außenwelt anders. Wir werden jetzt auch teilweise beschimpft. Der ist doch da hinten bestimmt im Büro, oder? Hm? Wer von euch ist denn hier der... Ah, du bist der Obermacker? Do it again. I dare ya. Nein? Sind wir hier falsch? Okay. Anscheinend sind wir hier drin falsch. Here's what I heard. Halt, was ist das? Was ist das? Ah, ein Plakat. New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. Interessant. You'll never find out. Manager da natürlich. How dare you? Manager. Da ist er, der Ivan Detective Rasik. Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? Aha. You see this diaphragm?
It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Okay. Ich wusste es, dass damit was nicht stimmt. Dann befragen wir die mal genauer. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Mhm. Was ist das für ein verschmitztes Grinsen? Glaubst du wirklich nicht, dass es da Fehler gibt? Ich glaube, du sagst hier nicht ganz die Wahrheit, Kollege. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Das ist fahrlässig. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Okay, warum glaube ich ihm das nicht? Warum glaube ich ihm das nicht? Frage ist jetzt, Lüge kann es doch nicht sein, oder? Anzweifeln wird es doch sein, ne? Ja, anzweifeln. You employ accredited mechanics to do this. We call them installers. Technically, they're gas fitters. Installers, then. They know what they're doing, Detective, if that's what you're trying to imply. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. Okay. There. Around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. Generally speaking, you aren't learning much when you're now. Liste der This is a Installation. long shot. We are not going to rouse that whole list. I want to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Goddamn ruins. Okay, wo ist denn sein Telefon? Da, sein Telefon. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Don't do that again. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Aha. How dare you? Clemens, Employment roster is Ryans, quite the rogues gallery, Ovales. Mr. Rasick. Desperate times indeed. Können wir uns nicht mal hier dann umgucken? I gotta have it. Irgendwie bei den Arbeitsplätzen? Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Der weiß schon, um was es hier geht, ne?
Hier ist eine Familie Here. gestorben. Happy now? Ja, Stick around, Mr. Rasic. genau. Guck dir das mal ganz genau an, Kollege. Walter Clemens. Was haben wir denn hier drin? Ein Zettel. Gesetz und Autorität. Ein anarchistischer Aufsatz von Pierre blablabla Druck. Anarchistische Gesellschaft von Los Angeles. Aha. Clemens is a fellow traveler. Ach du Heiliger. Das muss ich doch jetzt nicht alles lesen, oder? So, werden Gesetze vielfältig, die Gesetze und jedes neue Gesetz ist ein neuer Irrtum. Die Menschen werden verleitet, von ihm zu fordern, was nur aus ihnen selbst kommen kann, aus ihrer eigenen Bildung, ihrer eigenen Moral. Okay. Interessant. Das war alles? Ja, mehr kann ich hier nicht machen. Interessant. So, wo ist denn der nächste? Matthew Ryan. Ach, hör auf. Kneifzange, gut, nicht unüblich. Aber auch er hat so ein Flugblatt. Gesetz und Autorität. Ein anarchistischer Aufsatz von Pierre Kropotkin. Gott. Some light reading on the merciless capitalist machine. Ja, auch hier steht das gleich. Oh, muss ich mir das jetzt wirklich da unten an... Oh nein. Nein. Okay, nächstes Mal drücken wir da nicht drauf. Aber auch hier steht das gleiche. Das ist schon mal interessant. Also es gibt schon mal eine Verbindung zwischen den dreien. Interessant. Wieso glaube ich, dass die da ganz schön tief drin stecken? Alles spricht gegen sie. Ryan wants the world to be a better place. Don't we all? Boah, müssen wir uns das jetzt wirklich dreimal geben? Ab zum nächsten Spiel. Ryan Varley war das, ne? Ne, Reginald Varley. Aha. Aha. Pepperwood Moskill vertreibt Moskitos sofort, auch gegen Mücken und Sandfliegen für drinnen und draußen. The company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Und was haben wir gehört? Bargain has a problem Brandbeschleuniger. with bugs. Moskitospiralen. Aha, aha, aha. Freunde, Freunde, da steckt doch mehr hinter. Das ist verlängerter Brandbeschleuniger, haben wir doch You know gehört that a damals. mosquito coil takes an hour to burn down, Racing? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. Ja, ja. Geht um Three ihn. birds. Clemens, Ryan, Varley. Where to, Phelps? Wo es hingeht? Okay. Das zeigt uns jetzt anscheinend eine Cutscene. Ich weiß, was passiert jetzt. Okay. Wo sind wir denn da? Was ist das denn jetzt hier? Eine Cutscene wirklich? Okay, mitten im Fall hatten wir auch so noch nicht. Also was heißt so, aber jetzt irgendwie hier sowas? Okay. Das ist wieder dieser Typ mit Hut. Dieser große Typ mit Hut. Aha. Aha. Ich würde mal sagen, wir machen das der Liste nach, oder? Wen haben wir da zuerst? Den Clemens haben wir zuerst, ne? Würde ich sagen, oder? Clemens. Ne, Varley. Wen machen wir denn jetzt zuerst? Wen haben wir denn zuerst da gefunden? Varley, Ryan. Ach komm. Wir machen jetzt erstmal den Ryan. Wir arbeiten jetzt mal von unten nach oben. Erstmal holen wir uns den Typen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, es ist nicht zu weit weg. Ja, wird auch schon Abend. Dämmerung tritt ein. Ich hoffe, die sind alle drei jetzt nicht zu weit weg. Ich hoffe, irgendwann treffen wir auch den richtigen. Ach, der ist ja hier um die Ecke, der Kerl. So.
So. Aha. Wo ist er denn? Da ist er. Are you Matthew Ryan? Sind Sie Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs. Arson squad. Arson. You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. I said... Wow. Wow, okay. Okay, ich glaube, wir sind wirklich sehr... Those are GI's backyards he's crashing through. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move it! I'll take out the van. Das sehe ich, wie du... Get in close and steer him off the tar. Nein. He's going to kill those men. They'll get out of the way. Only if they hear him coming. Close in, Phelps. We need to take Ryan down before he hurts somebody. Ja, ist ja gut. Ich bin doch schon dran. He's in a company van and he's losing us, Cole. Some partner I got. Chill doch mal dein Leben, Alter. Sorry, dass ich da gerade einen Unfall gebaut habe und ziemlich kacke hängen geblieben bin. Aber meine Fresse geht das hier gerade ab. So, jetzt komm, Herschel. Wo fährt der lang, Alter? Ist das ein Psycho? He's got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in a room before we can get an angle on him. Das stimmt, jetzt schieß doch mal auf seine Reifen. Don't leave me hanging out here, Phelps. Move in. Schieß doch mal auf seine Reifen. So, komm. Mach ihn fertig. Los. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Und da war der Unfall. Und da war der Unfall, den wir brauchten, um ihn zu stoppen. Raus da. Hallo? Hallo? Ah. Sehr schön. I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Mhm. Das ist schon mal gut. So wie es ausschaut, müssen wir alle festnehmen, wa? Dann fahren wir doch mal gleich zum nächsten. Wahrscheinlich nehmen wir sie wieder alle fest und dann am Ende müssen wir ein Ding festmachen. So, zu wem fahren wir jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal Wally. Wir machen hier von unten nach oben diesmal. Farley's on the run. He might be packing heat. He's wanted for murder. I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. That's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Interessant, Leute. Wally verhaften wir im nächsten Part. Von daher, bleibt dran. Es geht sofort weiter. Okay, für euch am nächsten Tag, für mich sofort. Aber habt einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.